Freunde, es geht weiter am E46 M3. Ich wollte ja eigentlich letzte Woche schon an dem Projekt weitermachen, aber da kam der 190er dazwischen. Und jetzt fehlen mir wieder ein paar Teile, deswegen wir wechseln uns immer so ein bisschen ab zwischen E46 und 190er. Heute geht's endlich los. Ich habe mir ja unbedingt gewünscht, einen Schalter zu haben. Meiner ist ja kein Schalter. Guck mal her. Meiner ist ja ein SMG, das heißt sequenziell manuelles Getriebe. Und ja, bevor wir jetzt den Umbau machen, wollte ich euch kurz mal zeigen, vielleicht für die, die nicht wissen, wie es in einem SMG aussieht. Also wir haben jetzt hier unseren SMG-Schaltknauf. Dann habt ihr hier die Einstellungen, könnt ihr die Schaltgeschwindigkeit hoch und runter stellen. Das fliegt da raus. Also ich glaube, manche werden mich da wahrscheinlich für hassen, weil es gibt richtige SMG-Liebhaber, aber ich hätte halt gerne lieber einen Schalter, deswegen machen wir den Umbau. Und gerade vielleicht für die Leute, die das auch interessiert, wie das funktioniert. Also ich habe es noch nie gemacht. Ich habe aber den Max in der Kamera stehen, also den Meister von der Werkstatt. Und ja, du hast schon mal so einen Umbau gemacht, oder? Ja. Ist es schwierig, das umzubauen? Also muss man da viel... Das kommt drauf an. Ist ja jetzt nicht einfach so, wir bauen jetzt ein Kupplungspedal ein und sind dann fertig. Ich habe doch auf meiner Insta-Story schon gezeigt, wie es geht. Das ist ganz einfach. Ja, stimmt. Wir nehmen das ja einfach runter. Stecken den Schalthebel drauf. Und stecken den Schalthebel drauf. Und das war's. Mehr ist es gar nicht. Dauert ungefähr wie viele Minuten? 5? Nee, 10 Sekunden. Und kostet wie viel? 10 Euro. Oh, das ist chillig. Ja. Warum habe ich dann für meine ganzen Teile... Ich habe ganz viele Teile bei BMW bestellt. Vielleicht können wir, wenn es euch interessiert, dann mal so eine Kostenaufstellung zum Schluss dann noch machen, wenn wir irgendwann fertig sind. Ja, was meine jetzt noch hat, was ich cool finde trotzdem, sind halt die Schaltpedal. Bin ich halt trotzdem überlegen, ob ich sie einfach drin lasse, aber die haben ja dann keine Funktion mehr. Das ist dann affig. Ja, ich weiß. Aber es sieht trotzdem cool aus am Lenkrad. Dann habt ihr, wie gesagt, kein Kupplungspedal. Und hier habt ihr dann noch die Anzeige, in welchem Gang ihr euch befindet. Leerlauf, Rückwärtsgang oder die jeweiligen Gänge. Und ja, schauen wir mal noch unter die Motorhaube. Also ich muss sagen, ich kenne mich jetzt beim SMG-Getriebe nicht so zu 100% aus, eher so Bruchstücke. Was sind denn dann so deine Fachgebiete? Fahrwerk umbauen kann ich. Bremsen wechseln kann ich. Und so ein bisschen basteln am 190er kriege ich auch noch hin. Basteln? Ja, ich bin ja kein gelernter Kfzler. Ich mache das ja nur an meinen Autos, weil ich selber an mein Auto schrauben möchte und was dazulernen möchte, weil es mich halt mega interessiert. Und weil du dann auch eine andere Bindung zum Auto aufbaust, finde ich. Ja, du hast die Haubendämpfer rausgebaut, die sind nicht mehr. Deswegen, also ich habe sie nicht rausgebaut, die hat der Max geklaut. Auf jeden Fall. So, das wenige Fachwissen, was ich habe, das kann uns ja Max dann nochmal richtig aufklären. Die Hydraulikeinheit legt für uns die Gänge ein und drückt für uns die Kupplung, übernimmt das für uns. Und hier könnt ihr eure Hydraulikeinheit halt mit der Hydraulikflüssigkeit befüllen. Und die Hydraulikeinheit sitzt unter unserem Luftsammler. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal anfangen, den auszubauen und die Hydraulikeinheit auszubauen. Das Getriebe muss auch noch raus. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, das wirst du wahrscheinlich wissen. Was genau wird am Getriebe geändert? Das machen wir dann, wenn es am Tisch liegt, glaube ich. Das ist ein bisschen einfacher. schwierig jetzt ohne Getriebe. Ja, also würde ich sagen, fange ich jetzt an, den Luftsammler auszubauen und die Hydraulikeinheit auszubauen. Besorgt mir noch was, einen Stock, der die Motorhaube hält und dann sehen wir uns gleich nochmal. Soweit sind wir jetzt gerade gekommen. Also, wir haben jetzt gerade ausgebaut. Einmal den Luftfilter, den Luftsammler und unsere Hydraulikeinheit, die da unten, kommt doch mal her, die da unten saß. Hier sind noch die Hydraulikleitungen, die fliegen dann auch noch raus. Und wir können uns gerne mal die Hydraulikeinheit anschauen. Hier ist der Luftsammler. Und hier ist unsere Hydraulikeinheit. So
schaut das Ganze aus. Wir haben jetzt hier noch Stopfen reingemacht, dass nicht die komplette Hydraulikflüssigkeit noch rausläuft. Wir haben jetzt sowieso, also ich habe ein bisschen Sauerei gemacht. Und so schaut das aus. Die hat, ich denke, hier drin sitzt der Elektromotor. Hier kommen die Hydraulikleitungen rein und das wird, denke ich, der Druckspeicher sein. Aber da sich der Meister besser auskennt, tauschen wir mal ganz kurz die Kamera. So, der Meister erklärt. Hallo. Ja, gibt eigentlich gar nichts jetzt groß dazu zu sagen. Also hier unten ist ein Kombistecker drauf, Bajonettverschluss. Das ist ganz schön, weil mit dem einen Stecker abziehen lässt sich eigentlich diese ganze Einheit von dem Kahlbaum entfernen. Wie Lisa schon richtig gesagt hat, das hier ist der Druckspeicher, das hier ist der Pumpenmotor. Der geht ganz gerne mal kaputt. Das ist doch immer ein schönes Zeichen, wenn man Zündung anmacht oder die Tür aufmacht. Gerade E60 M5 hört man es immer ganz deutlich bei den SMGs. Dass es ein Druckaufbau oder ein Vorpumpen dieses Motors gibt. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann kann man sich schon mal auf was gefasst machen. Ja, in dem Fall hat natürlich noch alles schön funktioniert. Das hier ist übrigens die Zulaufleitung von dem Ölreservoir. Das Ölreservoir ist bei dem SMG direkt hier oben an dem Luftsammler mit dran. Und da muss man quasi immer schön nachfüllen. Also für alle, die auch ein SMG haben, bitte immer checken, am besten einmal im Monat, ob da genug Öl drin ist. Genau, dann geht es weiter. Also wir haben hier oben diese Stahl-Hydraulik-Druckleitungen dran. Hier sind sogenannte Magnetventile oder Aktuatoren, die sind elektrisch angesteuert. Und jetzt ist es eigentlich ganz easy. Ihr habt quasi an dem Getriebe, das werden wir aber dann machen, würde ich sagen, wenn wir das Auto auf der Bühne haben und das Getriebe ausbauen, nochmal den Steller dran, der dann quasi anhand dieser Magnetventile mit Druck beaufschlagt wird. Und das müsst ihr euch vorstellen, je nachdem aus welcher Leitung wie viel Druck kommt, fährt dann der Bolzen am Getriebe raus rein, also oben an der Schalteinheit und zieht somit die Gänge raus und rein. Und ein Teil wird immer nur beaufschlagt mit Druck, das ist dann die Kupplung. Genau, und wenn ihr dann quasi manuell die Gänge wechselt oder das Auto in dem S-Mode ist und von alleine schaltet, dann macht er das quasi immer hier über diesen ganzen Hydraulikblock. Es ist so ein bisschen zu vergleichen, vielleicht auch mit einem ABS-Block. Sieht fast genauso aus, also so ein alugefresses Teil, in dem dann einfach der Öldruck durchgeschalten wird und somit dann realisiert, dass am Getriebe die Gänge eingelegt werden. Das zum SMG 2. Lisa hatte schon gesagt, vorne ist nicht mehr viel. Elektroleitungen haben wir da unten jetzt noch quasi den Anschluss im Motorraum. Den binden wir einfach zurück. Am Getriebe genauso. Der Rückfahrschalter und so weiter bleibt, den schließen wir wieder an. Und dann war es das. Dann wird das Auto umprogrammiert. Wir nehmen uns für die PDC den Strom von unserem Rückfahrlicht, denn die PDC lief vorher zusammen mit dem SMG-Steuergerät, was ja dann natürlich rausfällt. Das Steuergerät klemmen wir auch ab, Stecker binden wir auch zurück. Ja, und dann war es das. Der einfachste und schnellste Weg, aus SMG einen Handschalter zu machen. Also bauen wir jetzt das Getriebe aus. Ja, jetzt schieben wir das Teil auf die Bühne. War natürlich sehr schlau, im Stand anzufangen. Und ja. Geht's los. Wenigstens waren wir so schlau und haben neutral reingemacht. Weil sonst hätte sie wahrscheinlich gar nichts mehr bewegt. So, wir haben jetzt das Getriebe ausgebaut und so schaut das Ganze jetzt von unten aus. Die Kupplung sieht ziemlich schwarz aus und auch ein bisschen ölig. Das hat sich Max gerade schon angeguckt. Ich denke, da werden wir gleich noch mal ein bisschen was zum Getriebe sagen. Jetzt könnt ihr auch noch mal herkommen. Ich habe ja ein US-Modell und ja, bei dem sitzen die Cuts
in dem Krümmer drinne. Ich will aber umrüsten dann noch auf die EU-Krümmer. Die kommen dann aber später. Aber so wie es ausschaut, brauche ich wahrscheinlich auch noch eine neue Kupplung, neue Krümmer noch. Und Ich habe gesagt, Motor raus. ja, stimmt. Max hat vorhin gesagt, Motor raus. Ich habe gesagt, Ja, aber guck mal, 4 Schrauben und ein bisschen Kühlerwasser, das Ding wäre in einer halben Stunde auf der Palette gelegen. ja, ich meine Lagerschalen und Ölpumpe müssen wir noch machen. Ja, das habe ich dann gleich auf Montagestunde gemacht. Noch einfacher. Ich wollte jetzt nicht, dass noch mehr von mir in der Werkstatt rumsteht, weil ja, da stehen meine Sitze vom E36, da steht der Rest vom Sitzen vom E36, hier steht mein 190er, über euch steht der E46, also ich blockiere zurzeit. Du zahlst so viel Miete, deswegen passt das Genau. nicht. Hier könnt ihr euch mal, wir haben schon ein paar Teile noch hingelegt von den neuen Teilen. Wir haben alles neu von BMW bestellt. Wir dachten eigentlich, dass das Kupplungspedal mit dem Gummi kommt, aber naja, kam nicht. Ja, zeige ich euch noch. Komm mit. Ja, haben wir die ganzen Sachen jetzt parat gelegt und ich würde sagen, Max, du knüpfst jetzt einfach nochmal daran an von der Erklärung noch vom SMG-Getriebe und ich übernehme die Kamera. Ach ja, genau. Gucken wir kurz nochmal die Getriebeglocke rein. Die sieht gar nicht gut aus, aber ich weiß gar nicht, sieht man es auf dem Bild? Also die ganze Glocke auch hier außen rum, man sieht schön diese schwarze Spur. Das kommt davon, wenn auf der Kupplungsdruckplatte Hydraulikflüssigkeit landet. Die Hydraulikflüssigkeit, das haben wir vorhin schon gesehen beim Ausbau von unserem Kupplungsnehmerzylinder. Ihr seht es hier, der ist komplett ölfeucht. Da drin ist eine Dichtung, die wird undicht. Dieses Öl läuft dann in die Getriebeglocke. Wenn man Pech hat, natürlich über den Ausdruckhebel auf die Kupplungsplatte, auf die Druckplatte. Die schleudert das ganze Zeug im Getriebe rum und dann kommt es auf die Kupplung und dann kuppelt das Auto irgendwann scheiße ein, beziehungsweise bei einem Gangwechsel unter höherer Last merkt man dann so ein gleiches Drrrr, also gerade bei den SMG-Modellen, dass die Kupplung halt eben durchschleift, weil sich Öl zwischen Kupplung, Druckplatte und Schwungrad befindet. Genau, in dem Fall war das der Fall. Was aber krass ist, muss ich ehrlich sagen, also so wie das hier ausschaut, ist es schon locker, ich sag mal 10.000, 15.000 Kilometer. Und das Auto fuhr eigentlich gut, ne? Und wie im ersten Video, wir konnten sogar Donuts, Burnouts, alles machen, die Kupplung top gehalten, also echt krass, hab mich gewundert. So, genau, kurze Erklärung nochmal schnell zum SMG. Also, jetzt könnt ihr euch das vorstellen. Das Teil hier sitzt im Motorraum unter der Ansaugbrücke, unter dem Luftsammler. Hier sind unsere Hydraulikanschlüsse dran, bestehend aus metallischen und Flexleitungen. Das Ganze, Flexleitungen deswegen, weil sich Motor und Antriebsstrang immer bewegt und wäre das starr, dann würde die Belastung auf die Leitung gehen und deswegen Flexleitungen. Genau, das geht hinter zum Getriebe. So, normalerweise hier oben sitzt unsere Schaltgabel drauf. Damit rühren wir im Grunde die Gänge rein, also 1., 2., 3., 4., 5., 6. und der Rückwärtsgang. Diese ganzen Gassen werden gefunden, indem die Schaltgabel hier einmal raus und reinfährt in einen bestimmten Weg und sich einmal dreht. Zum Beispiel BMW-Fahrer kennen es, der Rückwärtsgang verlangt immer einen Widerstand, den man überwinden muss. Das nach links drücken, um in den Rückwärtsgang zu kommen, müsst ihr euch vorstellen, die Welle geht einmal rüber und dann nach vorne und diesen Weg machen diese 2 Zylinder hier. Also hier habt ihr einen Hydraulikzylinder, der geht in diese Richtung und einen Hydraulikzylinder, der geht in diese Richtung. Also die arbeiten im Grunde so zueinander. Der eine realisiert den Weg von vorne nach hinten, logischerweise, und der andere die Verdrehung eurer Schaltgabel. Genau, und somit wird es dann realisiert, dass das Getriebe immer perfekt die Gänge einlegt. Ja, jetzt Folgendes. Ein SMG-Getriebe auf Handschaltgetriebe umbauen verlangt auf jeden Fall eine schöne, gute CNC-Fräse oder eine richtig gute Ständerbohrmaschine, mit der man in der man Vorrichtungen hat, im Grunde, um das Getriebe richtig einzuspannen, denn da geht es um Hundertstel Millimeter. Wenn das nicht passt, dann wird das später haken oder der Rückwärtsgang geht nicht richtig rein. Bei den SMG-Getrieben ist es so, das Getriebe hat selbst keine Rückstellfedern oder Rückstellbolzen
für die Gänge, ihr kennt es bei den Handschaltern, man legt den ersten Gang ein, den könnt ihr mit dem Finger rausdrücken. Okay, wir machen es mal mit dem Zeigefinger. Den könnt ihr mit dem Finger rausdrücken und der springt von alleine in die Mittelstellung. Das geht bei den SMG-Getrieben nicht, beziehungsweise das SMG-Getriebe braucht diese Federn nicht, weil es ja alles hydraulisch funktioniert und da braucht es keine Rückstellkräfte, so wie beim Schaltgetriebe. Diese ganzen Federn müssen da rein, auch diese Rückstellbolzen, um immer die richtige Schaltgasse zu finden und diese Stellung vom Schaltknauf immer richtig zu haben, muss man diese Federn nachrüsten. Außer man fährt einen CAE-Shifter oder sowas, der sich selbst zentriert durch eigene Rückstellfedern, dann ist was anderes, könnte man quasi ein SMG-Getriebe auch einfach mit einem CAE-Shifter fahren, ohne irgendwas umzubauen. Aber die Lisa möchte es saftig und knackig, erstmal keinen Shifter fahren, sondern einen normalen, schönen Schaltknauf und da ist es perfekt. Da machen wir das Getriebe auf und zwar kommt hier, die ganzen Schrauben werden gelöst. Die hier, die hier, die hier, die hier, einmal außen rum. Die Glocke kommt runter. Ich glaube, wir haben sogar schon Ersatzteile da. Soll ich mal kurz holen? Ich hole mal kurz 1, 2 Federn, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Ja, ich habe noch 1, 2 Umbausätze da von SMG-Getriebe auf normale Schaltgetriebe. Und zwar, ich packe es jetzt einfach mal aus. Zum Beispiel die Rückstellfeder des Rückwärtsgangs. Die ist echt massiv. Dann habt ihr hier einen sogenannten Sperrbolzen. Tup. Machen wir mal so. Und die dazugehörigen Druckfedern. So, diese Druckfeder sitzt in diesem Sperrbolzen und zwar gehört er hier rein, in diese Bohrung. Die sind jetzt durch Gussmaterial verschlossen, die muss man perfekt aufbohren und einen Dichtstopf reinmachen. Dann kommt dieser Sperrbolzen hier rein und der bewirkt dann, dass dass gewisse Wellen in dem Getriebe durch den Druck dieser Feder wieder in die Ausgangsposition zurückgehen und diese Ausgangsposition ist der Widerstand, den ihr an eurem Schaltknopf merkt. Durch das Rückstellen dieser Feder, das ist der Widerstand, genau. Der drückt immer wieder den Schalthebel in die richtige Position. E46-Krankheit, diese Teile hier in der Buchse hier drin laufen nicht mehr richtig. Das heißt, die bleiben ab einem gewissen Punkt stecken und dann habt ihr das Problem, auch beim E36 gibt es das, dann steht der Schaltknüppel krumm. Also entweder steht er nach rechts oder nach links, meistens nach links und hängt irgendwie so halb drin, obwohl er neutral ist. Das ist das Druckstück hier. Muss man dann eigentlich was am Kabelbaum noch ändern oder bleibt da alles gleich und nur die Software muss angepasst werden? Müssen tut man es nicht, weil ich programmiere das alles so um, dass da später völlig wurscht ist, ob dieses Kabel vorhanden ist oder nicht. Also es gibt nur noch ein Motorsteuergerät, that's it. Und dieses Motorsteuergerät macht im Grunde ja alles. SMG fliegt komplett raus, also ich sage jetzt einmal mal, nicht physisch natürlich, aber der Kabelstrang SMG bleibt vorhanden, außer du strippst den kompletten Motorkabelbaum und machst alle mit SMG verbundenen Stecker oder Leitungen weg. Kannst du machen. Ist halt nochmal ein Mehraufwand. Und diese 3 Gramm Stecker, die da unten drin hängen, hast du gesehen, diese eine Bajonettstecker. Und das machen wir raus auf jeden Fall, das ist ganz einfach. Aber alles, was dann vom SMG Steuergerät ans Motorsteuergerät, übers Motorsteuergerät in den Kabelbaum reingeht, ich lasse mal drin, weil ganz ehrlich, ich reiß nicht einen originalen Motorkabelbaum auseinander. Außer du kaufst den neuen, der kostet ein paar tausend Euro. Und dann musst du alles neu verkabeln, also schwachsinnig. Wir machen es jetzt einfach schnell und günstig. Ist im Grunde völlig wurscht, ob jetzt da 2 Stecker hängen oder nicht. Also wie gesagt, die Stecker machen wir alle blind. Wenn alle isoliert, abisoliert, hängen dann blind da drin. Thema erledigt. Mehr brauchst du nicht. Also man braucht quasi kein neues Motorsteuergerät und überschreibt das Alter da einfach nicht. Ja, das Motorsteuergerät, das braucht ja zum Beispiel bei deinem immer die Neutralstellung, dass es anspringt des Autos, weißt du ja. Du musst ja beim SMG immer in die Neutralstellung, sonst springt er natürlich logischerweise nicht an. Das kommt alles raus, das heißt, das Motorsteuergerät braucht keine Startfreigabe mehr, wie auch bei diesen US-Modellen, wo du immer die Kupplung treten musst, das gibt es gar nicht mehr. Also das heißt, auch wenn du einen ersten Gang drin hast, drehst den Schlüssel rum, dann funktioniert es. Das Einzige, was der Nachteil ist, das müsste man neu verkabeln, wäre zum Beispiel der Tempomat. Der funktioniert danach genauso. Allerdings müsste man 1, 2 neue Kabel legen, um die Funktion zu haben, dass wenn du die Kupplung trittst, dass der Tempomat ausgeht. Das eine ist, wie oft fährst du mit dem Auto mit Tempomat? Und das andere ist, ja mein Gott, da musst du halt kurz nachdenken, aber braucht man nicht, also ist völlig Wurst. Und wie gesagt, genau, Rückfahrschalter, Signal kam ja vorher hiervon.
Das greift man dann ab, einfach die 12 Volt von der Rückfahrleuchte, von der Kahlbaum hinten links im Seitenteil. Und dann war's das und schon ist das Auto ein SMG. Genau. Und weil du vorhin gesagt hast, wegen der Schaltanzeige im Kombi-Instrument, machen wir auch raus. Also danach kann man entweder stilllegen oder ein Logo einfügen, ist völlig Wurst. Kannst du dann, N reinmachen oder eine 0 oder genau. Und dann ist es ein Handschalter. So einfach ist es, Mensch. Kann man doch mal schnell selber machen. Ja, ich denke. Ich denke auch. So, wir werden auf jeden Fall dieses Video in 2 Teile aufteilen, denn wir müssen ja jetzt das Getriebe, das bringen wir zu Max, seinem Kumpel. Ihr zwei baut das ja dann um für mich, denn ich bin ja ehrlich, ich bin in dem Thema nicht drin, ich kann das nicht und deswegen habe ich auch den Max. Und bei mir kommt ja auch nicht so viel Technik immer, also wer sich vielleicht mehr so Technikvideos wünscht, wie das vielleicht heute war, der sollte unbedingt mal auf Max seinem Channel MX Motorsport mal vorbeischauen. Wie viel Bier hast du denn schon drin? Gar keins. Ja, sollte auf jeden Fall mal bei Max seinem Channel vorbeischauen, denn ihr macht ja mehr so richtig krass technische Sachen. Ich stelle ja mehr Autos vor und mache das, was ich selber kann, beziehungsweise halt an den Autos, was ich selber... Achterprojekt machen wir. Das ist da war ja Nachfrage. Vielleicht kann ich da ja mitmachen, weil das... Auf jeden Fall. Das interessiert mich nämlich auch. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall die Teile noch sauber machen, aber das werden wir jetzt nicht noch mitfilmen, weil Teile sauber machen ist, glaube ich, jetzt nicht so interessant. Und dann geht es weiter, wenn wir bei Max am Kumpel sind, zum Getriebe umbauen, filmen dann ein bisschen was mit und dann sehen wir uns in Teil 2. Macht's gut!